Wir zwei. Sagen wir 4.000. Also gut, weil ihr seid 4. Moment mal, 4.000 für diesen Wagen? Nee. Hast du das gesehen? Was denn? Wir sind in der Zeitung. Haben die ihre Story also doch hingekriegt? Ach, ist doch egal. Mir aber nicht. Ach, übrigens, herzlichen Glückwunsch. Sie werden Vater. Mist. Ich glaube, der Wagen ist im Eimer. Mann! Hallo, hier spricht Ramon Santos. Sie haben uns doch eben diesen Lieferwagen verkauft. Ja, genau. Der ist Schrott. Ja, wirklich. Was heißt das, Sie nehmen ihn nicht zurück? Wir wollen unser Geld zurück. Und zwar sofort. Hören Sie gut zu. Wenn wir unser Geld nicht mehr kriegen, dann kriegen Sie mächtig Ärger. Ich gebe Ihnen ordentlich eins auf die... Hören Sie mal zu, wir stehen hier auf einer Landstraße. Können Sie uns wenigstens abschleppen? Wie bitte? Ja, wie sollen wir denn hier wegkommen? Hallo? Hallo? Scheiße. Akkus. Alexander, was für eine Überraschung. Ja, entschuldigen Sie, dass ich einfach hier so reinschneie. Mach doch gar nichts. Aber- Was willst du zu mir? Ja, ich wollte mich bei Ihnen entschuldigen. Dann setzen Sie sich erst mal. Und zwar wegen der Hochzeit. Oder sagen wir mal der missglückten Hochzeit. Es tut mir unheimlich leid, dass Sie da so mit reingezogen wurden. Aber Sie haben doch getan, was Sie tun mussten. Wenn ich das so sagen darf. Sie dürfen. Ach, ein Sherry? Ja, gern. Übrigens würde ich Ihre Jessica gerne näher kennenlernen. Ich fand sie sehr sympathisch. Ich bin mir sicher, dass sich bald einmal eine Gelegenheit ergeben wird. Ach, apropos, ich habe morgen Mittag ein paar Freunde eingeladen. Kommen Sie doch auch dazu. Morgen Mittag. Haben Sie morgen Zeit? Ja? Ja, denke schon. Na, wunderbar. Hey. Hi. Geht's dir besser? Ich bin ja nicht krank. Ja, ich weiß. Das freut mich. Danke nochmal, dass du mich hergebracht hast. Also dann, Das ist alles, was du mir zu sagen hast. Tim. Das Kind ist zwar von dir, aber du musst dir keine Sorgen machen. Ich übernehme die volle Verantwortung. Mach dir einfach keine Gedanken, okay? Hallo. Hallo, Schatz. Du, sag mal, hatten wir morgen Mittag schon was vor? Wieso, hast du was vor? Ja. Und zwar hat uns Barbara von Sterneck eingeladen. Ja, es gibt morgen so eine kleine Gesellschaft, weißt du? Gesellschaft, was soll das sein? Naja, sagen wir mal ein etwas ausgedehnteres Mittagessen. Ja, sie würde dich gerne näher kennenlernen. Ja. Ja, und was soll ich anziehen? Findest schon was. Aber egal, was du anziehst, du wirst morgen wie immer die Schönste sein. Es geht nicht darum, wie ich aussehe. Barbaras Bekannte sind doch bestimmt ziemlich vornehme Leute. Also ich weiß echt nicht, ob ich was mit denen anfangen kann. Also, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wir essen ein bisschen zusammen, du unterhältst dich mit Barbara. Ja, und worüber? Die reden doch bestimmt nur über so langweiliges Zeug wie Rennpferde, ihre Villa in der Toskana, das Internat der Tochter. Ja, aber dafür wird das Essen umso interessanter, glaub mir. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wovon man sich so alles ernähren kann.
Beispiel Froschschenkel. Ja, oder Schnecken. Oh nee. Aber damit du siehst, wie sehr ich dich liebe, werde ich etwas machen, was ein Prinz normalerweise niemals tut. Wobei ich jetzt nicht das Telefonieren als solches meine. Du kannst Tim doch nicht einfach so abservieren. Er hat doch auch ein Recht auf sein Kind. Auf das er bestimmt gerne verzichtet. Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Das ist doch völlig irrelevant. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Und die lautet, ich habe die volle Verantwortung für das Baby. Hm? Meinst du nicht, dass du dem Kind ein bisschen unfair gegenüber bist? Soll es ohne Vater aufwachsen? Ach, jetzt komm mir doch nicht mit sowas. Die Hauptsache ist, dass das Kind in einer glücklichen Umgebung aufwächst. Und die kann ich ihm bieten. Auch ohne Mann. Oh, Frau Schneider. Ist sie hier im No Limits? Ja, ich habe gehört, dass Sie jetzt die neue Eigentümerin der Kneipe geworden sind. Gratuliere. Danke. Aber im Moment kann ich mich noch gar nicht so sehr darüber freuen. Ich muss noch viel zu sehr an Fiona denken. Haben Sie denn vielleicht irgendwann vor, den Laden zu verkaufen? Auf keinen Fall. Ach, schade. Aber wenn Sie es sich überlegen sollten... Wären Sie denn interessiert? Warum nicht? Im Übrigen würde ich hier gerne mal eine Ausstellung machen. Ginge das? Sicher. Darüber müssten wir uns nur mal unterhalten. Aber bitte ein anderes Mal. Ja, ja. Wissen Sie, hier kommen so viele Leute hin. Leute, die nie in eine Galerie gehen würden. Naja, und über das Finanzielle werden wir uns schon einig, ne? Oder kann ich die Bilder unentgeltlich aufhängen? Aufhängen schon. Aber was ist, wenn eins verkauft wird? Dann kriegen Sie einen Anteil, das ist doch klar. Sie sind eine gute Geschäftsfrau. Kann ich mich ein bisschen umschauen? Selbstverständlich. Du glaubst also, ich komme alleine nicht klar. Dass du beruflich zurechtkommst, habe ich nie bezweifelt. Du hast wohl schon vergessen, dass ich schon eine ganze Weile mit Tim nicht mehr zusammen bin. Weil du dich von Tim getrennt hast, ja. Aber nicht ohne Grund. Oder was ist mit der Affäre mit Tanja? Die heute selber bereut, Cleo. Tim ist einfach nicht reif für die Vaterrolle. Für ihn gibt es nichts Wichtigeres als seine Freiheit. Und die möchte ich ihm nicht nehmen. Es war doch zu liebenswürdig von Barbaras Köchin, uns das Menü für morgen zu verraten. Gott sei Dank gibt's keine Insekten. Nee, dafür aber Rehrücken und Austern. Ach, Austern wollte ich schon immer mal probieren. Gut, dann lass uns mal anfangen. Ta-ta-ta-ta. Rehrücken. Austern. Besteck, immer von außen nach innen. Zack, zack, zack. Suppenlöffel und so weiter und so fort. Und jetzt das Allerwichtigste. Nein. Nee, falsch. Und zwar mit Stäbchen. Und zwar schwuppdiwupp. Schwubbeldiwupp. Voilà. Nein, 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 nein. Das muss da rein, das muss da rein. Wirklich? Ganz genau. So, jetzt tun wir noch was da rein. Und was ist noch falsch? Der. Hier. Pass auf. Ein Schuss Zitrone. Und dann, Achtung. Traum. Mit den Dingen musst du aber höllisch aufpassen. Aber du, für meine Begriffe bist du perfekt. Deshalb sollten wir uns jetzt auch ganz anderen Dingen zuwenden. Ach, meinst du, ich bin auf deine feine Gesellschaft jetzt genügend vorbereitet? Klar. Du, bei deinem Talent. Auch wenn ich überhaupt keinen Hunger mehr habe. Ich bin dafür, wir machen weiter. Hier mit. Du bist eine richtig kleine Streberin. Ja, morgen ist mein großer Auftritt und du denkst an nichts anderes als um dein Vergnügen. Falsch, falsch, falsch. Ich denke an unser Vergnügen. Und deshalb... Oh, Scheiße. Oh, mir tut alles weh. Außerdem ist es eng, weil ihr euch alle so breit macht. Entschuldigung. Aber kleiner konnte ich mich nicht machen. Jetzt ist die auch noch genervt. Also langsam reicht es mir. Woher soll ich denn wissen, dass du keine Ahnung von Autos hast? Du fandst die Karre doch selber toll.
Kannst du nicht wenigstens morgens mal ruhig sein? Was wohl dein Schönheitsschlaf ist? Schnauze! Also ich will jetzt erstmal alles hier rausholen, was nicht nied- und nagelfest ist. Sag mal, was wird das denn jetzt, wenn es fertig ist? Ach, hör auf zu nerven. Wer hier nervt? Ey, kann ich hier noch eine Stunde schlafen oder was? Ja, dann schlaf doch noch eine Stunde, während ich das Geld für die Weltreise zähle. Ja? Schön, dass du so schnell gekommen bist. Was gibt's denn? Ich wollte mit dir über Cleo reden. Hab mich ganz schön abserviert gestern. Ah, und du warst fürsorglich und liebevoll, ja? Ach, ich kam überhaupt nicht dazu. Sie will das Ding unbedingt alleine durchziehen. Ich glaube langsam, sie hasst mich. Quatsch. Cleo liebt dich doch immer noch. Hat sie aber eine sehr merkwürdige Art, das zu zeigen. Tim, sie hat Angst. Versuch doch mal, sie zu verstehen. Sie möchte sich einmal auf dich verlassen können. Na, das kann sie doch. Ich weiß, ich habe Fehler gemacht. Aber das kann ich jetzt nicht mehr rückgängig machen. Ich will jetzt einfach für sie da sein. Dann zeig ihr, dass du dich geändert hast. Dass du auch mal Verantwortung tragen kannst. 2000, 3000. Coole Aktion, wie du die einsame Anhalterin gespielt hast. Ja, hättest das Gesicht von dem Typen sehen sollen, als wir aus dem Busch vorgekommen sind. Das war echt cool. 6000, 7000, 8000, 9000. 10.000. 10.000. Das heißt ja, wir haben 30.000 Mark hier liegen. So viel Asche in so einer Schrottkarre. Stellt euch mal vor, wir hätten die Kohle gar nicht gefunden. Wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? Wir sind reich. Jetzt können wir alle zusammen auf Weltreise fahren. Vergiss es. Irgendjemand muss doch das Geld gehören. Ja, vielleicht diesem komischen Händler. Aber der hat uns das Geld mit dem Auto zusammen verkauft. Also können wir das Geld auch behalten, oder? Und wenn es gestohlen ist? Ich meine, sonst wäre es ja nicht im Wagen versteckt gewesen. Wenn es gestohlen ist, ja, wenn. Können wir es trotzdem behalten. Also ich weiß nicht. Nachher haben wir die Typen noch am Hals, denen das Geld gehört. Also kommt, lass uns lieber zur Polizei gehen. Nee. Doch, ich meine, sonst haben wir nur Ärger. Wenn die denken, wir haben das Geld geklaut? Dann würden wir es ja wohl kaum zurückgeben, oder? Nein, nein, Ärger haben wir nur, wenn wir nicht zur Polizei gehen und die selbst draufkommen. Ja, ich mach das schon. Ja, hallo? Herr Otto. Sie wollen den Laster jetzt doch zurück? Aha. Und wir kriegen das Geld zurück. Ja, das ist ja ein Ding. Was ist los? Was willst du? Ich liebe dich. Ich will, dass du das weißt. Und ich stehe zu unserem Kind. Ich weiß, ich habe Fehler gemacht. Ja, das hast du. Aber ich habe mich geändert. Ich will alles dafür tun, dass wir wieder zusammen sind. Wir und das Kind. Bitte gib mir doch eine Chance. Tim, es ist aus. Daran wird das Kind auch nichts ändern. Ich weiß nicht, was erwartest du von mir? Was soll ich eigentlich machen, dass du mir wieder vertraust? Ich weiß, dass du noch was für mich empfindest. Okay, wenn du mir irgendwas zu sagen hast, dann weißt du ja, wo du mich findest. Für uns warst du zwar immer eine Prinzessin, aber jetzt, wo das Kleid fertig ist, werden alle sehen, dass du auch eine bist. Ach, Oma, als wenn die Sache allein mit der Kleidung getan wäre. Ach, bleib nur du selbst, das genügt. So, jetzt haben wir uns redlich einen Kaffee verdient. Ja. Du bist bezaubernd und du siehst auch ganz bezaubernd aus. So. Das ist ja lieb gemeint von dir. Und Alexander hat ja auch versucht, mir Mut zu machen. Ja.
Aber selbst wenn ich jetzt weiß, wie man Austern schlürft und Schnecken isst, ich fühle mich unwohl. Ach, das alles ist doch gar nicht so schlimm. Wenn ihr es doch seid, läuft alles ganz wie für uns selbst. Das wirst du schon merken. Du redest so, als hättest du das selber mal erlebt. Ach ja, das habe ich ja auch. Als sein Opa 30-jähriges Betriebsjubiläum hatte, da gab es ein riesiges Essen im Rathauskeller. Und da war der Direktor und seine Gattin dabei. Ach, ich war so aufgeregt, entschuldige. Siehst du, dann weißt du ja, wie ich mich jetzt fühle. Ja, aber da war alles halb so schlimm. Dein Opa war ja auch bei mir. Ach, Oma, ich glaube, das ist jetzt doch noch was anderes. Ach, irgendwie ist das alles das Gleiche. Ich bin mir sicher, du wirst das Essen sehr genießen. Ganz bestimmt nicht. Wenn es nach mir ginge, würden wir einfach nicht hingehen. Aber ich glaube, das kann ich Alexander nicht antun. Er freut sich schon so auf die Einladung. Tja, und dann solltest du das auch tun, nicht? Und wo bleiben die denn? Ja, kann ja nicht mal allzu lange dauern. Da sind sie auch schon. Ich bringe das wieder in Ordnung. Tja, tut mir leid, dass der Wagen seinen Geist aufgegeben hat. Vielleicht liegt es ja daran, dass die Karre mehr als 100.000 drauf hat. Vielleicht hat der Vorbesitzer am Kilometerzähler rumgemacht. Man steckt ja nicht drin. Ich nehme den Wagen zurück und ihr bekommt euer Geld wieder. Das ist ja sehr großzügig. Polizei, nicht bewegen! Hi. Was mit dem Kaffee? Und? War es schwer, Tim dazu zu bringen, wieder bei mir angekrochen zu kommen? Jetzt sagst mir mal, wovon du redest. Glaubst du, ich merke sowas nicht? Tim redet plötzlich von Verantwortung übernehmen und sich ändern wollen. Da muss ihm doch irgendjemand Nachhilfeunterricht gegeben haben. Tim hat sich eben geändert. Wahrscheinlich ist ihm klar geworden, wie viel du ihm bedeutest. Ich verstehe nicht, warum du dich so gegen ihn sperrst. Ich traue ihm nicht mehr. Ist das etwa kein Grund? Da musst du mal über deinen Schatten springen. Mensch, du liebst ihn doch noch. Warum kämpfst du so gegen dich und deine Gefühle an? Willst du mir das mal sagen? Was ist los? Wieso bringt euch die Polizei nach Hause? Es ist eine ganz lange Geschichte. Ja, habt ihr was angestellt? Nee, ganz im Gegenteil. Aber Sie können auf die beiden echt stolz Ja, sie war aber auch nicht schlecht. Na ja, man tut sein Bestes, Sie gell? werden es nicht glauben. Wir haben soeben eine Verbrecherbande der Polizei ausgeliefert. Ja. Und das Allerbeste an der Sache ist, wir haben dafür auch noch eine Belohnung kassiert. 6.000 Mark! Wunderbar! Ich verstehe nur Bahnhof! Aber diese beiden Typen waren auch nicht ohne. Wir haben bestimmt schon einiges auf dem Ja, Kerbholz. garantiert. Auf jeden Fall, Leute. Sie rücken mit der Sprache nicht raus. Hey, Tim, komm. Es gibt einen Grund zu feiern. Wir sind alle fröhlich. Ja, ich hab's leider furchtbar eilig. Hast du kurz mal Zeit? Klar, komm in die Küche. Ich muss daran denken. Die Heldin des Tages ist ja eigentlich Bastiane. Weil sie hat das so toll gemacht. Ja, zum Donnerwetter, vielleicht erfahre ich mal, was los ist. Klar. Ich komm mit nach oben, da erklären wir dir alles, ne? Wieso ich? Ach, das ist doch... Zum Wohl. Zum Wohl. Haben Sie schon gewusst, dass Albertine von Grauber ihren Geliebten verlassen hat? Angeblich, weil seine Dogge ihren Jack Russell Terrier nicht ausstehen konnte. Aber ich bin sicher, da steckt was ganz anderes dahinter. Und du wirst uns auch sicher gleich sagen, was. Man munkelt, dass er nicht so konnte, wie sie wollte. Bei Ihnen gab es in der letzten Zeit ja auch einige Aufregungen. Ja, das kann man so sagen. Man kann aber auch sagen, dass ich diese Aufregung sehr genossen habe. Das kann ich mir vorstellen. Obwohl es sicherlich einige Leute gibt, die diese Sache ganz anders sehen. Aber ich freue mich, Sie endlich persönlich kennenzulernen. Ich habe schon so viel von Ihnen gehört. Ach, liebe Konstanze, wie geht es eigentlich deinem Neffen? Hat er sich wieder berappelt? Er hatte doch gewisse berufliche Probleme. Danke.
Tim, ich finde, du solltest nicht so schnell aufgeben. Cleo braucht vielleicht nur noch ein bisschen Zeit, um sich wieder mit dir einzulassen. Glaube ich nicht. Die hat mich eiskalt abserviert. Denn du hast wirklich alles versucht, um sie zurückzubringen. Ach, Erika. Ich habe sie angefleht, dass sie zu mir zurückkommt. Und sie hat kein Wort gesagt. Das heißt aber auch noch nicht nein. Wenn dir wirklich was an ihr liegt, Tim, dann musst du weiterkämpfen. Und wenn du mit Worten nicht überzeugen kannst, dann musst du Taten zeigen. Du solltest Cleo zeigen, dass dein Sinneswandel nicht nur 3 Wochen oder 3 Monate anhält. Und auch nicht nur die nächsten 3 Jahre. Genau. Oder, Herz, ich sehe, du fängst an, mich zu verstehen. Prost. Probleme? Irgendwie bringt mich diese Auster ein bisschen aus der Fassung. Mag sein, dass sie mich an irgendetwas erinnert. Vielleicht kann ich deinem Gedächtnis ja ein wenig auf die Sprünge helfen. Haben Sie schon gehört, dass die Vogtländer jetzt einen italienischen Klavierlehrer hat? Wirklich bemerkenswert, wenn eine Frau in dem Alter noch ihre Liebe zur Musik entdeckt. Also ich finde sowas gut. Dann hat sie wenigstens etwas Sinnvolles zu tun und muss sich nicht pausenlos Gedanken über das Leben anderer Leute machen. Was ist eigentlich Ihr Hobby? Also, liebe Freunde, ich hatte eigentlich als Hauptgericht einen Rehrücken geplant. Aber da ist mir eine Ladung Hummer dazwischen gekommen. Ich hoffe, ihr seid einverstanden. Voilà. So, sehr zum Wohl. Hä? Charlie, was machen Sie denn hier? Ja, hat Ihnen Cleo denn noch nichts erzählt? Ich habe ihr den Laden gerade abgekauft. Ah. Ist sie auf Ihrem Zimmer? Das glaube ich kaum. Genau genommen hat sie gar kein Zimmer mehr. Das hat sie vorhin geräumt. Und hat sich mit 2 Koffern verabschiedet. Hat sie gesagt, wohin? Nein, sie sagte Adieu und das klang ziemlich endgültig.